In diesem Video zeige ich euch, wie ihr aus handelsüblichem Schaumstoff und ohne große Sauerei individuell eingefärbtes Flock herstellen könnt, um Bases, Geländestücke und Spielplatten zu gestalten. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Wer schon mal von Woodland Scenics oder anderen Anbietern einen Beutel Flock bzw. Foliage gekauft hat, hat dafür vermutlich einige Euro auf den Tisch gelegt. Bei manchen Sorten, zum Beispiel dem Clump Foliage von Woodland Scenics, ist das sicherlich auch vertretbar, aber generell ist einfaches Flock quasi im Hand- oder Mixer umdrehen selbst gemacht. Alles, was ihr braucht, ist Schaumstoff. Am besten heller oder neutral weißer, denn so könnt ihr die geplante Einfärbung am besten einschätzen. Außerdem braucht ihr noch beschichtetes Backpapier, etwas Wasser und Farben eurer Wahl. Und dies ist gleichzeitig auch die größte Schwierigkeit beim Herstellen von Flock. Sprich, den oder die Grüntöne zu finden, die einem persönlich am besten gefallen. Ein Schuss Holzleim ist rein optional, viel wichtiger ist ein elektrischer Mixer. Und zwar möglichst kein kleiner, sondern einer mit locker 1,5 Liter Fassungsvermögen und einer vierstelligen Wattleistung. Warum, erzähle ich gleich. Schneidet als erstes euren Schaumstoff in halbwegs kleine Stückchen. Bedenkt dabei, dass Schaumstoff schnell für stumpfe Klingen sorgt. Wollt ihr also viel Flock herstellen, lohnt es, auf ein Cuttermesser mit Wechselklingen oder einen Heißdrahtschneider zurückzugreifen. Füllt die Schaumstoffstücke in euren Mixer und gebt dann ausreichend Wasser drauf. Drückt die Stücke ins Wasser, damit sie sich vollsaugen und schaut, dass das restliche Wasser dann immer noch etwa die Hälfte aller Stücke bedeckt. Denn nach dem Einschalten des Mixers fungiert das Wasser quasi als Trägermaterial, um den Schaumstoff unten zu halten und von den Klingen klein geschnitten zu werden. Ohne Wasser würden die Stückchen nämlich emporfliegen, sich teils sogar statisch aufladen und nicht zerschnitten werden. Nach etwa 30 bis 60 Sekunden habt ihr fein zerschnittenen Schaumstoff und der Mixer ist nicht verdreckt und muss nur ausgespült werden. Ein kleiner oder wattschwacher Mixer geht natürlich auch, aber das Kleinschnibbeln ist dann deutlich zeitaufwendiger. Kippt den Schaumstoffbrei dann in ein Sieb, quetscht das Wasser heraus und schüttet dann den noch leicht feuchten Haufen auf ein Stück beschichtetes Backpapier. Jetzt braucht ihr am besten noch ein paar Einweghandschuhe, um beim Vermischen von Farbe, Leim und Schaumstoff saubere Hände zu behalten. Gebt nun etwas Farbe eurer Wahl auf den Schaumstoff und gerne auch noch etwa dieselbe Menge Holzleim dazu. Der Leim sorgt für eine höhere Festigkeit, so dass das Flock nach dem Trocknen eher etwas knusprig statt fluffig weich sein wird. Außerdem verklumpt das Flock dann leicht, allerdings nicht ganz so, wie man es von der Clump Foliage von Woodland Scenics kennt. Aber die stellen ihr Flock ja auch industriell her. Vermengt alle Komponenten gleichmäßig und breitet den eingefärbten Schaumstoff dann großflächig zum Trocknen auf dem Backpapier aus. Nach etwa 24 Stunden ist euer Flock dann fertig, um damit zum Beispiel Büsche oder ähnliches zu basteln. Wer feineres Flock möchte, kann es nochmals in einen Mixer packen. Und zwar am besten in ein altes Gerät, denn nach dem erneuten Zerkleinern habt ihr sichtbare Farbreste im Mixer. Das ist zwar getrocknete Farbe und kann mühelos ausgespült werden, aber so mancher Küchenchef würde diesen Mixer vielleicht doch nicht mehr nutzen wollen. Gebt euren Mix dann durch ein grobes Sieb, um grobes und feines Flock zu erhalten. Denn gerade wenn ihr zum Beispiel Bäume oder Blüten gestalten wollt, ist feines Flock die bessere Wahl. Hier noch ein paar Beispiele, wie DIY-Flock mit folgenden Farben oder Farbmischungen aussehen könnte. Denn natürlich könnt ihr eure Lieblingsfarbe auch zurechtmischen. Außerdem macht es Sinn, verschiedenes Flock in ähnlichen Farbnuancen einzusetzen, um wie beim Malen für Schatten und Highlights zu sorgen. Ihr könnt der Einfachheit halber sogar unterschiedlich gefärbten Schaumstoff verwenden, um daraus, wie eben gezeigt, einen Brei zu mixen, der dann mit einem einzigen Farbton eingefärbt wird. Das Ergebnis ist dann direkt zweifarbig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmixen und ganz besonders beim Gestalten eurer Bases, Geländestücke und Spielplatten. Vor allem, wenn ihr mal besondere Farben für zum Beispiel Blüten oder Herbstlaub möchtet. Oder einfach nicht so viel Geld für Deko ausgeben wollt. Von daher auch viel Spaß beim Sparen und wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!